Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe gute Neuigkeiten. Endlich gibt es das Update für die Galaxy Watch 3 und Galaxy Watch Active 2, mit dem man nun ein EKG herstellen kann sowie den Blutdruck messen lassen kann. Das Update ist da und zwar geht es nun über diese App hier, Samsung Health Monitor. Die müsst ihr euch runterladen und dasselbe auch für die Uhr. Die App findet ihr im Galaxy Store. Ich werde aber auch einen Link unten in die Videobeschreibung packen, damit ihr direkten Zugriff auf diese App habt. Samsung Health Monitor. Sie hat bereits 3,5 Sterne. Hier nochmal ein paar Screenshots. Da sehen wir die zwei Reiter Blutdruck und EKG. Die Uhr kalibrieren. Das müssen wir machen. Und es sei jetzt schon erwähnt, dass wir für den Blutdruck ein Blutdruckmessgerät benötigen. Genau, also ich habe die App bereits runtergeladen. Sie ist 57,89 MB groß. Wir öffnen sie jetzt. Welcome to Samsung Health Monitor. Comfortably and conveniently measure and record health information that you can share with a healthcare professional. Gut, wir haben gar keine andere Wahl, als hier zuzustimmen und anzunehmen. Das machen wir jetzt auch. Und jetzt geht es um Berechtigung. Wir können hier allen Berechtigungen zustimmen. Das machen wir nicht. Schreiben erlaubt. Der Drittanbieterdienst speichert die folgenden Daten in Samsung Health. Diese Daten können von Samsung Health verwendet werden. Blutdruck, Elektrokardiogramm. Und weiter gibt es die Option, der Drittanbieterdienst greift möglicherweise auf folgende Samsung Health Daten zu. Der Dienst kann die Daten während der Verwendung des Dienstes speichern und verwenden. Benutzerprofil. Diese Daten bestehen aus Spitzname, Geburtsdatum, Geschlecht, Größe und Gewicht. Das machen wir nicht, auf gar keinen Fall. Wir erlauben also nur Blutdruck und Elektrokardiogramm. Benutzerprofil muss nicht sein. So, dann klicken wir auf Fertig und füllen die Felder aus. Gesagt, getan. Annehmen. Und jetzt steht da keine kompatible Uhr gefunden. Hier oben gibt es eine Einführung. Und unten steht, für Blutdruck und EKG-Funktion ist eine Galaxy Watch Active 2 oder höher erforderlich. Wir gucken uns mal die Einführung an. Einführung von Samsung Health Monitor. Der Blutdruck ist eine wichtige Kennziffer für Ihren Gesundheitszustand. Fast die Hälfte aller Erwachsenen in den USA haben hohen Blutdruck. Dies ist die Hauptursache für Herzerkrankungen und Infarkte. Ungefähr die Hälfte der Fälle wird nicht kontrolliert und bei vielen Betroffenen wird es nicht einmal diagnostiziert. Die regelmäßige Überwachung Ihres Blutdrucks mit der konventionellen Manschettenmethode kann unpraktisch und umständlich sein. Samsung stellt Ihnen daher diese einzigartige personalisierte Technologie bereit, mit der Sie Ihren Blutdruck schnell und bequem mit Ihrer Samsung Wearable überwachen können. Okay, Samsung Health Monitor Einrichtung, Kalibrieren Ihrer Galaxy Watch. Wir beginnen oben. Bevor Sie Ihren Blutdruck mit Samsung Health Monitor messen können, müssen Sie Ihr Profil einrichten und Ihre Galaxy Watch kalibrieren. Punkt 1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Galaxy Watch mit Samsung Health Monitor kompatibel ist. Das ist meine Uhr. Stellen Sie sicher, dass Ihre Galaxy Watch mit dem Galaxy Telefon, das Sie für Ihre Blutdruckmessung verwenden möchten, über Bluetooth gekoppelt wird. Das ist auch der Fall. Wenn Samsung Health Monitor auf Ihrer Galaxy Watch installiert ist, öffnen Sie die App und folgen Sie den Einrichtungsanweisungen auf dem Bildschirm. Punkt 3 erfüllen wir noch nicht. Das müssen wir jetzt machen. Wir gehen jetzt hin und installieren die App auf der Galaxy Watch. So, das Software-Update für die Galaxy Watch Active 2 ist bereits im Gange. Das ist ganz einfach. Dazu geht man einfach nur in die Galaxy Wearable App und in die Einstellungen und lässt ein Update suchen. Samsung stellt dieses Update bereits zur Verfügung. Ich zeige euch nochmal die Schritte. Wir gehen 2 Schritte zurück. Das ist ganz normal der Bildschirm hier für die Uhr. Software-Update für Uhr, herunterladen und installieren und den Rest macht die App automatisch. Das Update ist 86,39 MB groß. Hier seht ihr nochmal das Changelog
Und hier unten in dem Abschnitt sehen wir die Blutdruck-App und oder EKG-App im Samsung Health Monitor. Es ist jetzt freigeschaltet worden, ich glaube in über 31 Ländern verfügbar und noch vor Ende Februar. Das finde ich richtig klasse. So. Das Update ist heruntergeladen, jetzt muss es installiert werden. Aktualisieren der Uhrsoftware. Die Uhr wird vom Telefon getrennt. Und die Uhr vibriert auch schon. Das ist ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass das Update startet. Genau, jetzt startet die Uhr neu. Und ich beschleunige das Video natürlich. Tizen OS. Das ist ja Samsungs eigenes Betriebssystem für die Uhren und auch SmartThings Geräte. Und neuerdings wird ja behauptet, dass Samsung wieder zu Googles Wear OS wechseln soll. Mal schauen. Ich bin gespannt und weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Das Update ist fertig installiert, die Uhr wird gerade eingerichtet und startet neu. Das dauert mal ein bisschen, aber die Zeit nehmen wir uns. Genau, die Uhr ist wieder da. Bekannterweise werden gerade im Hintergrund einige Apps gestartet. Ja, hier kriegen wir jetzt die Meldung Uhr aktualisiert, das ist gut. Aber ihr seht schon, die Uhr ist noch nicht ganz bereit. So, wir gehen jetzt mal schnell in die Einstellungen, um einfach zu gucken, welche Tizen OS Version installiert wurde. Klicken in die Einstellungen. Ja. Genau. Scrollen runter. Noch weiter. Bis zum Punkt Info zur Uhr. Hier scrollen wir auch wieder nach unten. Und klicken auf Software. Da haben wir die One UI Uhr Version 2.0 und da Tizen Version 5.5.0.2. Vorher war es bei 0.1. Wunderbar. Das Update ist erfolgreich installiert worden. Jetzt müssen wir eine bestimmte App suchen. Und ich hoffe, sie ist drauf. Da ist sie, ich sehe sie schon. Samsung Health Monitor. Wunderbar. Nur mit dieser App können wir ein EKG erstellen lassen und auch den Blutdruck messen lassen. So, wir gehen nochmal in die App. Wir sehen die beiden Reiter Blutdruck und EKG. Sehr schön gemacht mit der Swipe-Funktion. Für einen Blutdruck müssen wir die Uhr kalibrieren. Ihr seht bereits links im Bild ein Handgelenkmanschetten-Blutdruckmessgerät. Aber zuvor erstellen wir ein EKG. Die App sagt uns, Ihre Galaxy Watch kann Ihren Puls aufnehmen und die Analyse auf ein Vorhandensein von Vorhofflimmern, einer Art von ungleichmäßigem Herzrhythmus, durchführen. Wir klicken auf erste Schritte. So funktioniert diese EKG-App, wird uns angezeigt. Ein EKG ist eine Aufnahme der elektrischen Aktivität des Herzens. Mit der Samsung Health Monitor EKG-App auf Ihrer Galaxy Watch können Sie Ihr EKG aufnehmen. Diese Aufnahme wird verwendet, um Ihren Puls festzustellen und ob Ihre oberen und unteren Herzkammern synchron schlagen. Sie können Ihre EKG-Berichte in der Samsung Health Monitor App auf Ihrem Galaxy-Telefon anzeigen. Okay, wir klicken auf Weiter. Das sind die möglichen Ergebnisse. Sinusrhythmus, Vorhofflimmern, nicht eindeutig, schlechte Aufnahme. Weiter. Dies sollten Sie wissen. Oh, jetzt gibt es wichtige Hinweise. Die EKG-App sucht niemals nach Anzeichen für einen Herzinfarkt. Bei folgendem die EKG-App nicht verwenden, das heißt Kurzatmigkeit, Brustschmerzen oder Druck, Ohnmacht, was Sie für einen Herzinfarkt halten könnten, da bitte nicht verwenden. Sofort Notdienst kontaktieren. Verwenden Sie die EKG-App nicht, wenn Ihnen ein Schrittmacher, ein Defibrillator oder ein anderes elektronisches Gerät implantiert wurde. Ganz, ganz wichtig.
Okay, wir klicken auf Weiter. Jetzt gibt es nochmal einen Hinweis. Die von Samsung Health Monitor angezeigten Ergebnisse stellen keine vollständige Diagnose eines Gesundheitszustandes dar. Stellen Sie aufgrund der EKG-App-Messungen keine Diagnose und ergreifen Sie keine medizinischen Maßnahmen, ohne zuerst eine qualifizierte medizinische Fachkraft zu konsultieren. Gut, jetzt nachdem wir das beachten, können wir auf Weiter klicken. An welchem Handgelenk tragen Sie Ihre Samsung Watch? Noch an keinem, aber ich mache schon mal den linken Arm frei, denn ich trage sie links. Genau. Wir klicken auf links und dann auf Weiter. Ja, hier wird nochmal eingeblendet, dass wir das Handgelenk jederzeit ändern können. Alles eingerichtet. Ein EKG mit Ihrer Uhr aufnehmen. Öffnen Sie Samsung Health Monitor und wählen Sie auf Ihrer Galaxy Watch EKG aus. Stellen Sie sicher, dass die Uhr fest an Ihrem linken Handgelenk sitzt. Legen Sie Ihre Unterarme auf einen Tisch und legen Sie Ihre Fingerspitze leicht 30 Sekunden lang auf die obere Taste. Okay. Wir probieren es aus. Wir öffnen zuerst die App. Dafür müssen wir runter scrollen. Da ist sie. Jetzt müssen wir nochmal den Zugriff auf Sensoren erlauben. Wir scrollen runter zum Punkt EKG. Ja, kriegen wir nochmal einen Hinweis. Stellen Sie sicher, dass die Uhr fest an Ihrem linken Handgelenk sitzt. Ja, das haben wir vorhin schon bereits gelesen. Und nochmal der Hinweis hier, dass die Ergebnisse keine vollständige Diagnose darstellen. Okay. So, ich zeige es euch jetzt nur beispielhaft, denn meine Unterarme liegen nicht auf dem Tisch. Es ist hier in der Konstellation mit dem Stativ und der Kamera auch ein bisschen schwer. Das ist jetzt wirklich nur rein zum Anzeigen gedacht, wie das Ganze funktioniert. Also bitte nicht meine Armstellungen nachmachen, sondern wirklich die Arme auf den Tisch auflegen. So, 4 Sekunden noch. Und da haben wir es. Sinusrhythmus wurde festgestellt. Das ist gut. Ja, dieses EKG zeigt keine Anzeichen eines Vorhofflimmerns. Wunderbar. Durchschnittspuls 83. Ja, ist viel. Liegt einfach an der Aufregung. Gut, das EKG hätten wir. Jetzt kommen wir zum, ich sag mal, schwierigeren Part, Blutdruck. Denn bevor wir unseren Blutdruck messen lassen können, muss die App kalibriert werden. Software-Update für Uhr. So, da ist es auch schon. Uhr kalibrieren. Ja, die Uhr muss kalibriert werden und nicht die App. Okay, Übersicht des Kalibrierungsvorgangs auf Ihrer Uhr. Sie benötigen ein zulässiges Blutdruckmessgerät. Haben wir. Folgen Sie den Anweisungen in der Telefon-App, um 3 Messungen an Ihrer Blutdruckmanschette durchzuführen. Sie müssen Ihre Uhr gleichzeitig tragen, damit sie kalibriert werden kann. Okay, verstanden und weiter. Kalibrieren Sie zur Sicherstellung genauerer Messungen mit Hilfe eines Blutdruckmessgeräts mit Oberarmmanschette. Ja, das habe ich jetzt leider nicht. Ich habe wirklich nur das hier fürs Handgelenk. Ich hoffe, das reicht auch aus. Ansonsten müsste ich mir irgendwo eins organisieren. Bevor Sie fortfahren, sollten Sie Folgendes wissen. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen, das sind wichtige Hinweise. Wechseln Sie Ihre Medikamente oder Dosierungen nicht aufgrund von Messungen mit der Uhr. Befragen Sie immer zuerst Ihren Arzt. Ganz wichtig. Vermeiden Sie 30 Minuten vor der Messung Koffein, Alkohol, Nikotin und Training. Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind. Nicht verwenden, wenn Sie diese medizinischen Beschwerden haben. Stellen Sie sicher, dass die Uhr fest an Ihrem Handgelenk sitzt. Okay. Weiter. Legen Sie die Manschette des Blutdruckmessgeräts am Arm gegenüber Ihrer Uhr an. Ganz wichtig, gegenüber. Das heißt, wir müssen es jetzt am rechten Handgelenk anbringen, das Messgerät. Weiter.
Starten Sie jetzt Ihr Blutdruckmessgerät. Okay, los geht's. Jetzt wird's ernst. Der Puls steigt. Gebt mir ein paar Sekunden, bis ich das Messgerät an meinem rechten Handgelenk angebracht habe. Ja, die App sagt bereits, das Signal ist schwach. Das liegt daran, dass das Messgerät noch nicht fest sitzt. Jetzt aber. Erste Schritte. Weiter. Nochmal weiter. Das Messgerät einschalten. Und die Messung startet. Und jetzt nochmal bitte Achtung, wirklich. Meine Armposition ist nicht ideal. Das liegt wirklich an der Konstellation, dass das Stativ jetzt im Weg ist und auch die Kamera. Und mein Arm ist nicht auf Höhe, beziehungsweise das Messgerät ist nicht auf Höhe meines Herzens. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Das Blutdruckmessgerät muss auf Höhe des Herzens sein. Man muss absolut still sitzen, aufrecht sitzen, normal atmen und vorher kein Nikotin, Alkohol, Koffein getrunken haben. Deswegen, diese Ergebnisse, die jetzt hier angezeigt werden, sind nicht ideal. Also bitte diese Armposition nicht nachmachen. Ich will es euch nur demonstrieren, wie es gemacht werden soll. Ich will euch nur demonstrieren, welche Schritte notwendig sind, aber die Schritte müsst ihr dann korrekt ausführen. So, die erste Messung ist durch. 117 zu 70. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist kein guter Wert. Sollte so bei 120 unter 80 liegen, glaube ich. Wie gesagt, nagelt mich da bitte nicht fest. Normalerweise lasse ich nie einen Blutdruck messen bei mir. Und wie gesagt, die Position ist nicht ideal. Ich bewege mich auch. Deswegen auch diese verfälschten Ergebnisse, denke ich. So, die zweite Messung läuft an. Ich denke, an dieser Stelle kann ich auch vorspulen. Ihr habt jetzt verstanden, wie es funktioniert. Denn wir müssen insgesamt 3 Messungen durchführen. Danach dürfte die Uhr kalibriert sein. Und dann brauchen wir auch nicht mehr dieses Messgerät. So, Kalibrierung abgeschlossen. Jetzt können Sie eine Blutdruckmessung auf Ihrer Uhr vornehmen. Tragen Sie die Uhr am selben Armgelenk wie bei der Kalibrierung. So wird gemessen. Nachdem Sie Ihre Galaxy Watch kalibriert haben, sind Sie bereit, Samsung Health Monitor auf Ihrer Galaxy Watch zu verwenden, um Ihren Blutdruck zu messen. Sie müssen das Gerät mit Manschette erst wieder bei der nächsten Kalibrierung in 28 Tagen verwenden. Ganz wichtig. Das heißt, wir müssen diesen Vorgang mit 3 Messungen und Blutdruckmessgerät erneut wiederholen in 28 Tagen. Hier nochmal einige wichtige Punkte. Legen Sie Ihre Hände und Unterarme auf den Tisch, das habe ich beispielsweise nicht gemacht. Bleiben Sie mindestens 5 Minuten in dieser Position, bevor Sie die Messung starten, das habe ich auch nicht gemacht. Das würde ja den Rahmen sprengen und euch wäre langweilig. Aber im Großen und Ganzen bin ich mir sicher, dass ihr verstanden habt, wie die einzelnen Schritte funktionieren, was ihr zu machen habt. Und das müsst ihr dann bitte in Ruhe und in korrekter Position ausführen. So, Kalibrierung abgeschlossen. Das Blutdruckmessgerät kann nun weg. Wir gehen nochmal in die App, klicken auf OK. Und lassen nochmal den Blutdruck durch die Uhr messen. Mal sehen, was hier ausspuckt. Ja, nochmal der Hinweis hier. Und los geht's. Nicht bewegen oder sprechen, bleiben Sie ruhig sitzen. %. Die Hälfte ist geschafft. Seid ihr auch schon gespannt, was da jetzt für ein Wert rauskommt? Denn ich bin es. Gleich erfahren wir es. 94, 100.
und 127/83. Bei einem Puls von 82 ppm. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie gut diese Werte gerade sind und die Einrichtung bzw. Kalibrierung war jetzt auch nicht ideal. Von daher ignoriert diese Werte getrost. Wir gucken uns nochmal die App an, seht ihr? Und da werden die Werte direkt übermittelt. EKG auch. Mit Datum und Uhrzeit. Und jetzt gehen wir nochmal in die normale, altbekannte Samsung Health App rein, ob die Daten auch hier auffindbar sind. Wir scrollen mal runter. Ja, tatsächlich. Blutdruck und EKG. Wunderbar. Die beiden Apps arbeiten gut zusammen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's von diesem Video. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.